Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser wunderschönen Anleitung für dieses hübsche Oberteil. Wir beginnen zuallererst damit, dass wir unseren Brustumfang ausmessen. Wenn ihr allerdings sagt, euer Oberteil soll bis über die Hüften gehen und die Hüften sind breiter, dann selbstverständlich den Hüftumfang. Ich häkel hier für Größe M, das sind ungefähr 100 cm Brustumfang. Teile diese durch 2 und komme somit auf 50. Grundsätzlich häkeln wir dann nochmal plus 5 cm mehr drauf. Das heißt 55 sind es dann bei mir. Also Umfang durch 2 teilen, dann bekommt ihr Vorder- und Rückteil raus. Und darauf rechnet ihr nochmal 5 cm mehr. Wenn ihr es noch lockerer haben wollt, also ich sage jetzt mal schon oversizig, dann würde ich sogar 10 cm drauf rechnen. Anstatt 50 wären es dann 60. So, als nächstes benötigt ihr dann die Länge von unterm Ärmel herab, wie lang euer Oberteil werden soll. Danach nehmt ihr euch einen gut sitzenden Pullover oder eine Jacke, wo ihr sagt, die Ärmelbreite empfindet ihr als perfekt, und messt nochmal die Ärmelhöhe ab. Und diese gesamte Maße häkeln wir dann später hoch. Ihr müsst euch das also so vorstellen, dass wir erst einmal 2 Rechtecke häkeln. Einmal das Vorderteil und einmal den Rücken. Bei mir sind es ja 55 Breite, das zieht sich allerdings ein bisschen noch wieder zusammen. Also ich schlage gleich eine Kette auf 55 cm an für mein Vorderteil. So, dann hatte ich mir ausgerechnet, dass ich hier 40 cm haben möchte. Mehr benötige ich hier nicht. Und den Arm mache ich diesmal 22 cm. So. Das heißt, ich habe eine Gesamtlänge von 62. Ich werde jetzt also ein Rechteck häkeln in der Maße 62 x 55 ungefähr. Und das mal 2. Verwenden werde ich dafür einen vierfädigen Farbverlaufsbobbel in diesen hübschen Sommerfarben und eine Dreier Häkelnadel. Also vierfädiger Bobbel und eine Dreier Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Wie also gerade schon gezeigt, werde ich nun eine Kette anschlagen auf 55 cm, ihr auf eure. Ich werde hier mit einer Basisreihe beginnen, und zwar mit festen Maschen. Ihr könnt also jetzt mit einer Luftmaschenkette beginnen und dann mit festen Maschen zurückhäkeln oder aber mit mir direkt den Fußschlingenanschlag mit festen Maschen mithäkeln. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Gehe in die erste Masche dann zurück. Dann nehme ich mir vorzugsweise immer die untere einzelne Schlaufe. Hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, masche erst eine Schlaufe ab. Das könnt ihr euch grundsätzlich merken, ist immer der Boden, auf dem die Masche steht. Und danach durch die 2 Schlaufen für eine feste Masche, wie man es kennt. Und so haben wir dann schon unsere erste feste Masche gehäkelt. Jetzt hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Dort stechen wir komplett ein, haben somit diese 2 Schlaufen der Masche auf der Nadel, ziehen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden, auf dem die Masche steht, und durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe. Das gewöhnt euch direkt an, damit die Kette auch schön elastisch bleibt.
durch eine und durch zwei. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch zwei. Und dann bekommt ihr eine wunderschöne elastische Kette und spart euch somit hinten Rückreihe. So, nun werde ich auf meine 55 cm anschlagen und dann geht's weiter. Nachdem ihr eure Kette dann soweit angeschlagen habt, auf eure errechnete Maße, zählen wir diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 10 plus eine Masche mehr sein. So, ich habe für meine 55 cm 90 Maschen gebraucht und habe jetzt 91 Maschen. Wir beginnen Reihe 1, indem wir 3 Steigeluftmaschen häkeln, einen Umschlag machen und in die nächsten beiden Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir optisch mit den Steigeluftmaschen 3 Stäbchen haben. Danach machen wir einen Umschlag, lassen die nächsten 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort einen Fächer aus 5 Stäbchen. Also 5 Stäbchen in die gleiche Masche häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten Masche in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir 5 Stäbchen haben. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen häkeln. 5 Stäbchen in die eine Masche hinein. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten wieder 5 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche einen Fächer aus 5 Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten wieder 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen häkeln. Und so nun jetzt immer im Wechsel, bis eure Reihe fertig ist. Am Ende der Reihe angekommen, häkel ich noch einen Fächer. Dann lasse ich 2 Maschen frei und häkel wie am Anfang nochmal 3 Stäbchen zum Schluss. So, und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln nun erstmal über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Dabei
könnt ihr, wenn ihr wollt. Das sieht, finde ich, zumindest sehr gut aus, denn dann sind die Stäbchen alle perfekt übereinander. Anstatt oben in die Masche hineinzustechen, in die dritte Schlaufe eines Stäbchens hineinzustechen, und zwar hier diese. Na, ihr habt einmal diese und diese. Und wenn ihr genau in das Löckchen einstecht, habt ihr 3 Schlaufen bei dem Stäbchen auf der Nadel. Wenn ihr dann das Stäbchen abhäkelt, ist dieses genau mittig über dem anderen eingestochen. Also noch einmal, nicht in diese Stelle einstechen, sondern hier ist noch mal eine kleine Schlaufe. Wenn ihr dort einsticht, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und habt perfekt mittig eingestochen. Und ihr braucht dafür auch gar nicht groß rumfriemeln, denn wenn ihr einfach nur hier drauf drückt, zieht sich die Masche automatisch auseinander und ihr habt diese 3 Schlaufen aufeinander. So, nachdem wir dann die 3 Stäbchen über die 3 Stäbchen gehäkelt haben, müssen wir nun alle gemeinsam abmaschen. Als Ausgleich häkeln wir dafür 2 Luftmaschen. Dann machen wir einen Umschlag, gehen in das erste Stäbchen hinein und häkeln dieses nur zur Hälfte ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, nächstes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen, zur Hälfte abhäkeln. Nun haben wir unsere 6 Schlaufen auf der Nadel und häkeln diese alle gemeinsam ab. Damit das jetzt so schön bleibt, fixieren wir mit einer Luftmasche, die wir zuziehen. Danach kommt als Ausgleich wieder unsere 2 Luftmaschen und danach kommen über die nächsten 5 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Und dann sieht es so aus. Dann kommen wir zum nächsten Fächer. 2 Luftmaschen, Umschlag, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. 6 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Das Ganze mit einer Luftmasche fixieren, indem wir diese zuziehen. Dann wieder unsere 2 Ausgleichsmaschen und rüber in die 5 Stäbchen. Und dort wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Noch ein letztes Mal. 2 Luftmaschen, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, viertes Stäbchen und Umschlag, fünftes und letztes Stäbchen. 6 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Danach mit einer Luftmasche, die wir zuziehen, die Spitze fixieren. 2 Luftmaschen wieder als Ausgleich und rüber in die 5 Stäbchen, wo wir über jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und so nun die ganze Reihe.
So, und am Ende der Reihe, den letzten Fächer abgehäkelt, mache ich noch meine 2 Ausgleichsmaschen und häkel dann das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und danach das dritte in die Steigeluftmaschen in der zweiten Masche von unten angezählt, und dann haben wir einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 2 und das ist auch schon das eigentliche Muster. Als nächstes kommt wieder Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Als nächstes kommt wieder der Fächer. Und diesen häkeln wir, anstatt in diese kleine Schlaufe, die wir zugezogen hatten, in die große Masche danach. Das lässt sich recht leicht erkennen. Dann haben wir nämlich hier unsere Luftmaschen, die ganz kleine zugezogene, danach kommt eine große Masche und dann wieder die 2 zur Überbrückung. Und deswegen ziehen wir auch diese kleine Masche richtig zu. Wir bekommen eine wunderschöne Spitze und können dann in der nächsten Reihe sehen, wo wir einstechen müssen, nämlich in der großen Masche. Wenn wir dort unsere 5 Stäbchen hineinhäkeln, sind wir perfekt über diesen großen Bubble. Danach wieder die 5 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und dann kommt wieder ein Fächer. Hier haben wir unsere 2 Ketten, dann die kleine zugezogene und danach kommt diese große Masche. In diese stechen wir wieder ein und häkeln einen Fächer aus 5 Stäbchen. Danach folgen wieder unsere 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. Und das immer im Wechsel, bis wir die Reihe wieder fertig haben. Nach dieser Reihe kommt dann wieder die zweite. Und so wiederholt sich immer 1, 2, 1, 2, 1, 2. Als nächstes arbeiten wir jetzt erst einmal die Fläche des Hauptkörpers. Bei mir waren es ja 40 cm. Wenn ich diese erreicht habe, setze ich mir links und rechts einen Marker und beginne die letzten paar Zentimeter für die Ärmel zu häkeln. Das waren dann bei mir 22, sodass ich dann auf eine Gesamtlänge von 62 komme. Und wenn ich das soweit habe, dann sehen wir uns wieder zum Ergebnis des Vorderteils. Einfach jetzt gerade hoch, Reihe für Reihe diese 2 Reihen wiederholen und das auf eure errechnete Maße. Zurück, ihr Lieben, nach 32 Reihen, das sind 16 von diesen kleinen Wabbeln, habe ich die ersten Zentimeter erreicht. Das waren bei mir 40 Zentimeter, die dann bis unter den Ärmel gehen. Und nun kommen die letzten 22 Zentimeter, Pi mal Daumen, für die Ärmelaussparung. Diese häkeln wir allerdings auch nur gerade dran. Damit ich allerdings später auch sehe, bis wohin dann die Ärmel dran kommen, setze ich mir in diesen Reihen jetzt den Marker. Also hier links und rechts, und häkel hier jetzt noch weiter
die nächsten Reihen dran, bis ich auf 22 cm Höhe komme und insgesamt meine 62 cm erreicht habe und ihr halt entsprechend eurer Maße. Und wenn ich dann soweit bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück, beide Teile sind soweit fertig gehäkelt. Nach insgesamt 50 Reihen habe ich dann meine Länge erreicht. Das waren 40 cm hoch für den Hauptteil und 22 cm dann für die Ärmel, das letzte Stück. Insgesamt ungefähr 62 cm Höhe. Und nachdem ich dann beide Teile soweit fertig gehäkelt habe, haben wir den größten Teil schon mal geschafft. Ich habe hier ja zwei 500 Meter Bobbel verwendet. Die Farbgebung ist auch wunderbar gleich aufgekommen. Auch hier am Ende, wie ihr seht. Und nun habe ich jetzt noch diese Reste über von den beiden Bobbeln und werde damit die Ärmel fertigen. Wie weit ich damit komme, kann ich schlecht abschätzen durch das Muster, aber wir schauen einfach mal, ob es lange Arme oder Dreiviertelarme werden oder nur T-Shirt-Länge und später noch ein Bündchen dran. Das entscheide ich dann spontan. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Für die Ärmel werde ich persönlich jetzt keine Basisreihe aus festen Maschen häkeln, da ich ja den Rand oben dran nähen oder dran häkeln möchte und das Ganze dann zu dick wirkt oder aussieht wie eine richtig dicke Naht. Daher werde ich für die Ärmel den Anfang mit ganz normalen Luftmaschen häkeln und hier habe ich ja die Maße 22 cm Höhe, die muss ich dann mal 2 nehmen, also werde ich eine Kette anschlagen, die ungefähr 44 cm hat, werde diese wieder durchzählen, teilbar durch 10 plus eine mehr und dann das Muster häkeln. Und wenn ich beide Bobbel soweit verhäkelt habe, dann zeige ich euch noch das Ergebnis, wie weit ich mit den Ärmeln gekommen bin. Den Anfang brauche ich euch ja jetzt nicht zu zeigen, der ist ja wie auch bei der Grundreihe, beim Hauptteil, halt nur mit anderer Maße. Vor allen Dingen habt ihr wahrscheinlich auch eine andere Ärmelgröße gewählt als ich und nicht eine 22 cm Höhe, sondern vielleicht nur 18 oder 20, weil ihr den Ärmel nicht so breit haben wollt. Oder aber doch noch breiter, weil ihr so richtig große Ärmel, Wohlfühlärmel, sage ich immer, haben möchtet. Ja, also jetzt die Ärmel arbeiten, so wie die Hauptteile, nur in entsprechender Maße. Und dann sehen wir uns zum Ergebnis. Zurück. Nach insgesamt 17 Reihen sind die Bobbel soweit leer. Ich habe mich dazu entschieden, bei einem Fächer aufzuhören, weil ich finde es schöner, da bilden sich dann so leichte Wellen. Also ich habe insgesamt 8 Bobbel und einen halben mit Fächern. Danach habe ich mir noch einen schönen Abschlussrand gemacht und diesen zeige ich euch jetzt noch an einem anderen Ärmel. Auch hier wieder 17 Reihen, geendet mit den Fächern. Mache ich eine Luftmasche, wende, steche in die erste Masche ein, hole den Faden durch, ziehe die Schlaufen beide hoch auf gleiche Höhe, schön locker, verdrehe die Nadel nach hinten und masche das Ganze ab. Wer meine Videos immer mitschaut, der weiß, dass das einer meiner Lieblingsborten ist. Nächste Masche, Faden holen, beide Schlaufen hochziehen, schön locker, damit, wenn ihr das Ganze verdreht, auch danach abmaschen könnt. Nächste Masche, Faden holen, beide Schlaufen hochziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Super einfach und ein wunderschöner Rand. So. Und dann habt ihr so einen schönen Rand am Ende
der einen Seite sieht er so aus und auf der anderen Seite sieht er so aus. Also später, wenn wir die Ärmel dran machen, müssen wir natürlich schauen, dass die Ränder dann gegebenenfalls auch auf der richtigen Seite sind, wenn ihr anlegt. So, dann werde ich jetzt noch meinen Rand fertig machen und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Zurück, nachdem alle 4 Teile fertig gehäkelt sind, Vorder- und Rückteil und die beiden Ärmel, müssen wir uns jetzt Markierungen setzen. Wir nehmen uns beide großen Teile, also Vorder- und Rückteil, klappen diese einmal der Länge nach zu, markieren uns die Mitte, nehmen uns von einem gut sitzenden Pullover oder überhaupt Oberteil den Halsausschnitt, den wir gerne hätten, die Breite, halbieren die Breite, legen diese in der Mitte an und markieren uns das Ganze nach links und nach rechts. Das andere Teil davon dann auch. Auch hier einmal zusammenklappen, Mitte markieren, nach links und nach rechts den Kragen, so dass wir beide Teile gleich haben. Und bei den Ärmeln, da gehen wir dann hin, die Seite, die oben angenäht werden soll, auch hier einmal zusammenklappen und die Mitte markieren, damit wir wissen, wo diese an der Naht angelegt werden muss. Und nun zeige ich euch als nächstes, wie wir das Ganze zusammenlegen und vernähen, damit alles schön gerade ist und auch vor allen Dingen eine leichte Variante. Nachdem alle Teile gehäkelt sind, sieht das Ganze so aus und so müssen wir es auch zusammenlegen. Vorder- und Rückteil und die beiden Arme. Wie gerade schon gezeigt, habe ich mir ja hier die Mitte markiert und dann nach links und rechts meinen Halsausschnitt ausgemessen. Das gleiche auch am anderen Teil. Und beim Ärmel zusammengeklappt die Mitte. Und diese können wir dann hier an dieser Naht anlegen. Als nächstes werden wir nun den Ärmel von Marker bis zum anderen Marker und die Schultern vernähen. Das Ganze auch selbstverständlich auf der anderen Seite bis hierhin. Danach wird der ganze Pullover einmal zugeklappt und die Seite hoch und unterm Ärmel noch vernäht oder verhäkelt. Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch jetzt. Zuallererst beginne ich damit, die Schultern zu vernähen. Diese lege ich mir dann Kante auf Kante, nehme den Faden doppelt, fixiere mit diesen durch den Knoten. Und nun gehe ich immer am hinteren Häkelstück circa einen halben Zentimeter zur Seite weg, lege dann den Faden über, dann in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück circa einen halben Zentimeter, Faden überlegen, da könnt ihr euch dann immer so nachrichten, wieder einen halben Zentimeter. Und vernäht die Schultern bis zu dem ersten Marker zu. Immer zwischendurch mal ein bisschen lang ziehen, dass sich das Ganze nicht zu sehr zusammenzieht. Und dann immer im Wechsel Vorder- und Rückteil, Vorder- und Rückteil. Den Faden überlegen müsst ihr später eigentlich nicht mehr machen, einfach nur in Höhe des Fadens, wo er rausgekommen ist, wieder einstechen. So, und wenn ihr das habt, dreht ihr das Ganze um und habt eine schöne flache Naht. Ich werde das natürlich jetzt wieder rausmachen. Ich habe extra nur den Orangenfaden genommen, um euch das einmal zu zeigen, dass ihr das besser seht. Ich werde hier natürlich blau nehmen. Aber ihr habt dann halt eine schöne flache Naht. So, und so werde ich jetzt erst einmal die Schultern vernähen. Auf beiden Seiten. Als nächstes werde ich dann den Ärmel anlegen an der Naht mit dem mittleren Marker und diesen von dem unteren zum anderen Marker festnähen.
andere Seite auch, sodass wir quasi ein Kreuz haben. Und danach können wir das Ganze einmal in der Mitte zusammenlegen und haben dann unser Oberteil von der Form her. Dann werden wir noch die Seite vernähen und unterm Ärmel und sind dann soweit fertig. Und bis ich das habe, dauert es jetzt einen Moment und dann sehen wir. Beide Ärmel dann dran genäht sind, können wir alles einmal zusammenklappen und nun die Seiten und unterm Ärmel vernähen. Und fertig ist unser wunderschöner Pullover mit Dreiviertelarm. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten lasst die Nadeln glühen und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal.